Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich leg los mit den Tomaten. Da haben wir ja richtig viel, wobei wir auch wieder in der Zwischenzeit viel aufgegessen haben. Aber ich mache jetzt eine Tomatensauce. Ich habe mir extra hier diese Gläser immer aufgehoben von den passierten Tomaten. Finde ich dann sehr praktisch dafür. Und koche jetzt so eine Tomatensauce ein. Mache ich im Thermomix. Das ist ganz praktisch, weil der püriert mir das und kocht das Ganze ein. Ihr könnt das aber natürlich auch im Topf machen und dann einfach vorher die Tomaten ein bisschen klein schneiden und dann mit einem Pürierstab oder vorher mit einem Mixer zerkleinern. Geht natürlich auch alles ohne. Mit den Auberginen muss ich was machen. Da überlege ich auch noch. Ich habe da gerade bei Instagram noch eine Umfrage gemacht. Weil ich mache halt immer so das unterschiedliche, dieses Auberginenessen. Ne? Da gibt es ja viele verschiedene Varianten. Ich werde heute auch wieder wahrscheinlich mit Hackfleisch und so im Ofen irgendwas machen. Überbacken oder so. Schmeckt den Kindern auch sehr, sehr lecker. Dann habe ich gesehen, der Thermomix hat auch noch eine Auberginenpaste. Die mache ich dann. Und dann, ja, gucke ich mal, was ich noch so finde. Oder beziehungsweise was mir noch so an Tipps rübergeschickt werden über Instagram. Sorry, dass letzte Woche kein Video kam, aber ich hatte leider eine Blasenentzündung. Die war nicht so angenehm. Ich habe die schön mit viel Bettruhe, schön mit viel Kräutertee und durch Tipps auch von Instagram mit Cranberry-Saft in den Griff bekommen. Gott sei Dank, ohne Antibiotika. Lege ich mal direkt los. Ich gucke mal, was ich heute alles schaffe. Da ich so ein paar Tage out war, bin ich jetzt so ein bisschen leicht überfordert, weil das Hausarbeit wartet und eben das ganze Gemüse verarbeiten wartet. Generell der normale Alltag wartet. Ich habe jetzt hier, wie ihr seht, nicht ganz 1,8 Kilo reinbekommen. Und jetzt pürieren wir das Ganze für 10 Sekunden, mache ich mal. Stufe 7. Jetzt gebe ich dazu 1 Teelöffel Zucker, 1 Teelöffel Salz und 2 Esslöffel Olivenöl. Kommt der Deckel wieder rauf. So, und jetzt mache ich das Ganze auf 35 Minuten. Auf Aroma, also einkochen und Stufe 2 rühren. Ich sehe gerade, ich habe hier 35 Sekunden statt 35 Minuten gemacht. So, nicht 35 Sekunden. Während die Soße einkocht, mache ich schon mal meine Gläser noch mal ein bisschen auskochen. Ich mache schon mal ein bisschen Wasser mit rein. Ich weiß nicht genau, wie viele Gläser es werden, wenn es jetzt so fast 2 Kilo sind. Keine Ahnung, ich koche jetzt einfach ein paar Gläser aus und dann werde ich sehen, wie viel ich überhaupt brauche. Ich werde das Ganze im Thermomix auf jeden Fall zweimal machen. Das sind jetzt 2 und ein bisschen. Jetzt will ich das. Oh, ich wollte die nicht so voll machen. Man soll ja ein bisschen soll man ja lassen Platz, ne? Ein bisschen geht noch rein. Und den Rest benutze ich gleich fürs Essen, weil dieses kleine bisschen will ich jetzt nicht einfüllen. Okay, das heißt, es sind nur 2 Gläser aus der Menge. Da hat sich ja schön eingekocht. So, jetzt ist hier noch so ein bisschen übrig. Ganz klein wenig nur. Aber das hat sich schön eingekocht. Jetzt direkt zumachen. Heiß zumachen.
Super. Dann nächste Runde. Also ich habe jetzt 3 Runden den Thermomix angehabt. Ich meine, das hat mich nicht gestört. Also hätte ich jetzt in den Topf gemacht, alles auf einmal, wäre ein bisschen schneller. Aber ich fand, der lief halt nebenbei und ich musste halt nichts machen. Deswegen fand ich es trotzdem sehr praktisch. Und vor allem eben die Flaschen sehr praktisch. Hier hat das Ganze schon angezogen. Man merkt es, das bewegt sich noch. Und sobald der Druck entsteht, ist dann halt mal angezogen. Also die sind auch jetzt schon konserviert sozusagen. Das waren dann ungefähr 5 Kilo Tomaten. Ich gucke mal, vielleicht in den nächsten Tagen mache ich noch ein bisschen mehr. Aber ich will euch mal hier zeigen, hier ist das Ganze nämlich schon abgekühlt. Man könnte, wem es jetzt stört, dass hier so ein bisschen diese Kerne drin sind, ne, und auch so ein bisschen Haut sieht man auch, könnte man das Ganze nochmal durch ein Sieb passieren, bevor man es abfüllt. Könnte man machen. Mich stört es jetzt gar nicht. Ich finde das halt schade. Kann ruhig alles drin bleiben. Ganzen Nährwerte, was auch immer. Deswegen, aber wer es halt jetzt so glatt haben will, könnte das nochmal passieren. Aber ich finde, die Konsistenz ist sehr, sehr schön und geschmacklich vor allem. Nicht zu vergleichen mit den gekauften passierten Tomaten. Also richtig, richtig aromatisch. Ne? Also so sieht das ja gekauft aus. Ne? Das sind ja mal so die Flaschen. Das ist mal das, was ich so meistens kaufe. So sieht das aus und so sieht das selbstgemachte aus. Ich mache jetzt eine Art Auberginen-Lasagne. Also das habt ihr oft gesehen, diese gefüllte Aubergine. Aber ich mache das so ein bisschen heute wie eine Lasagne. Jetzt mache ich mal die Füllung erstmal. Und zwar brate ich hier wie immer erstmal Zwiebeln an. Die Spitzpaprika mit dazu, die grüne. Jetzt schichten wir das Ganze wie so eine Lasagne. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, sogar noch eine Bechamel-Soße dazu machen. Kann man machen. Wir machen das aber so, wie wenn das jetzt eine gefüllte Aubergine wäre. Außer, dass sie nicht gefüllt ist, sondern geschichtet. Also ich mache ein bisschen was auf den Boden, damit die Zucchini da nicht anpappt. Zucchini wollte ich sagen, Aubergine. Ihr könnt das Ganze aber auch mit Zucchini machen. Oder was ich auch gerne mache, ist ein Mix aus Zucchini und Aubergine. Also ihr könnt es auch mixen oder zum Beispiel auch noch Kartoffelscheiben dazwischen machen. Auch sehr lecker. Also ihr könnt euch da echt austoben. Ich mache jetzt wahrscheinlich auch so 2 Schichten.
das ist so lecker. Ich habe, bevor ich geheiratet habe, gab es bei uns bei polnischen Essen oder so auch generell, was wir gegessen haben. Ich habe nie Aubergine gegessen gehabt. Und dann, als ich geheiratet habe in die türkische Familie, da habe ich dann erst Mal Aubergine gegessen. Und ich habe mich direkt verliebt. Und seitdem ist so, dieses Essen gehört eigentlich zu einem meiner Lieblingsessen, finde ich. So, perfekt. Jetzt kommt das nochmal in den Ofen. Da kann es jetzt nochmal ein bisschen schmoren für 15-20 Minuten und dann überbacke ich das nochmal mit Käse. In der Zwischenzeit setze ich Reis noch dazu auf. Passt halt immer perfekt. Wobei Kartoffelpüree würde dazu auch sehr gut passen. Und dann natürlich Gurkensalat, weil Joghurt passt dazu sehr gut. Und da wir noch super viele Gurken haben, gibt es heute auch wieder Gurkensalat mit Joghurt. Guck mal, wie Tofu immer so am Tisch, so als wenn sie sitzen würde. Dabei die Arme kribbelt sich voll ab hier. Aber die sitzt immer so am Tisch. Wir müssen eigentlich für dich auch einen Teller decken. Einmal die Auberginen-Lasagne mit Reis und Gurkensalat. Heute wollte ich euch die Lernplattform zeigen, die unsere Kinder schon seit vielen Jahren benutzen. Wir sind sehr, sehr zufrieden damit, deswegen können wir euch sie 100% empfehlen. Sofatutor ist nicht nur die Rettung für uns Eltern, vor allem wenn man auch noch viele Kinder hat und sie Unterstützung brauchen. Denn mit Sofatutor können die Kinder ganz selbstständig lernen, von der 1. bis zur 13. Klasse, sei es am Computer, am Tablet oder am Handy. Am beliebtesten sind die Lernvideos, denn die sind super schön gestaltet und ganz toll animiert. Im Anschluss könnt ihr dazu direkt die Übung starten oder die passenden Arbeitsblätter ausdrucken oder eben die passende Klassenarbeit. Es gibt so viele Videos. Falls die Kids dennoch Fragen haben, gibt es einen Hausaufgaben-Chat und dort werden dann auch Fragen beantwortet. Also super praktisch. Sofa-Held ist richtig schön gemacht. Also das ist gerade so für die Grundschulkinder. Teilweise können es auch schon die Vorschulkinder benutzen. Also sehr schön spielerisch. Der Vokabeltrainer ist auch super beliebt bei uns, denn das macht viel mehr Spaß, das so zu lernen, als jetzt alles aus einem Buch und mit Papier und Stift. Wer kennt das noch? Immer sich die Vokabeln aufschreiben, abdecken, zudecken, gucken. Also auch hier ist das Ganze viel praktischer und macht viel mehr Spaß. Falls ihr möchtet, dass sich eure Kinder in der Schule verbessern oder sie eben etwas mehr Unterstützung brauchen beim Lernen, lohnt es sich, Sofatutor zu testen. Das Ganze könnt ihr nämlich 30 Tage lang kostenlos. Im Anschluss gibt es sogar 80% Rabatt mit dem Link, den ihr in der Videobeschreibung findet und im angepinnten Kommentar. Also schaut da sehr gerne vorbei. Testet das ruhig mit euren Kindern 30 Tage lang kostenlos. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ihr werdet sehen, was für eine Erleichterung das ist.
Ahmet. Gel. Adem sen de gel oğlum. O kartonları kaldıralım oğlum. Was mit dir sagen? Ja, es geht ja schon. Ich bereite jetzt schnell ein Granola zu, weil das geht eigentlich so einfach und so schnell. Ich weiß immer nicht, warum ich so viel Müsli kaufe. So dieses Knuspermüsli, das essen die Kinder super gern. So aktuell auch immer mit Joghurt und ein paar Früchten und so weiter. Und ja, jetzt mache ich wieder eine Runde und es geht einfach so easy. Ihr nehmt jetzt einfach Nüsse, was ihr mögt. Ich nehme jetzt hier Mandeln und Cashew. Ihr könnt aber alles mögliche oder ihr könnt es natürlich auch ohne Nüsse machen. Die mache ich so ein bisschen grob klein. Dann Haferflocken. Ich nehme jetzt hier kernige, ich muss gerade aufpassen, da ist so ein Loch drin. So ein halbes Kilo ungefähr. Das ist jetzt so auf Augenmaß. Dinkelflocken. Buchweizenflocken. Nehme ich jetzt nicht so viel. Dann könnt ihr auch Amaranth reinmachen. Kürbiskerne. Also alles, was ihr so mögt eigentlich. Sonnenblumenkerne. Da mache ich alles jetzt. Sesam. Und schon mal umrühren. Ihr könnt auch Kokosflocken, also da gibt es so Varianten. Ihr könnt auch, ich mache mal vielleicht die Tage noch mal ein Schoko-Granola. Das war auch ganz lecker. Aber jetzt mache ich so ein klassisches Nussgranola. Einmal Kokosnussöl am besten. Ich habe jetzt hier so ein geschmacksneutrales. Also brauchen halt Fett. Ihr könntet auch Butter nehmen. Also ihr wisst, ich benutze ja keine Keimöle mehr. Also
Samenöle oder wie man das nennt, kein Sonnenblumen, kein Raps und so. Deswegen entweder Kokosnussöl oder Butter könnt ihr dazu nehmen. Und jetzt Süße nach eurer Wahl. Ihr könnt Honig nehmen, ihr könnt Dattelsirup nehmen, irgendeine Süße, Honig. Ich habe jetzt hier noch Reissirup, deswegen nehme ich den. Ansonsten würde ich auch Honig nehmen. Nicht zu wenig. Wir wollen es ja süß haben, ne? Und das Ganze macht das ja auch schön klebrig. So, ich glaube, das ist schon der Rest, was ich hier nehme, alles. Ich schreibe euch so die ungefähren Mengenangaben nochmal in die Videobeschreibung, falls ihr das so 1:1 nachmachen wollt. Da kommt jetzt gleich noch Zimt dazu, da könnt ihr auch so viel reinmachen, wie ihr mögt. Nur kurz erwärmen, bis sich das Kokosöl geschmolzen hat. Ihr seht, dadurch ist es halt jetzt nochmal schön flüssiger. So verteilt sich das Ganze gleich besser mit dem Müsli. Zimt, da könnt ihr nach Belieben. Ich mag gerne viel Zimt da drin, deswegen kommt da eine gute Menge Zimt. Das war's schon. Und so könnte man jetzt zum Beispiel noch Kakaopulver mit reinmachen und dann das Ganze vermischen, dann wäre es halt ein Schokomüsli und dann noch so Schokostückchen, irgendwelche Kakaonips oder so noch mit reinmachen. Das mache ich auch demnächst. Wenn das alles schön verrührt ist, also so, dass wirklich überall alles schön verteilt ist, merkt ihr auch, ist überall schön klebrig, dann tun wir das Ganze auf 2 Backbleche mit Backpapier. Schön verteilen gleichmäßig. Die Hälfte hier, die andere Hälfte da. Und das Ganze kommt jetzt in den Backofen und zwar bei 100, ich mache meinen Ofen jetzt bei 180 Grad Ober-Unterhitze. Also ich mache jetzt nicht beide gleichzeitig, sondern einzeln rein. So für 25 bis höchstens 30 Minuten. Ihr müsst gucken, müssen wir alle so 5 Minuten so ein bisschen umrühren, sodass die gleichmäßig überall halt Farbe bekommen. Aber müsst ihr halt aufpassen, dass sie nicht zu braun werden. Siehst du? Thank you. Das ist das Emma-Vollkornbrot. Das hatte ich euch auch abgefilmt. Ich werde euch die nochmal verlinken, die Videos zu dem genauen Rezept. Genau, das ist Emma-Vollkorn und das ist ein Weizenbrot mit Dinkel-Vollkorn gemischt. Also ein Weizenmischbrot. Aber da habe ich auch, glaube ich, das nur halt mit, ist das gleiche Rezept, was ich auch unter den Rezepten habe. Da habe ich es, glaube ich, aber mit Roggen gemischt. Also das ist halt so das Standard, wo ich entweder Dinkel-Vollkorn oder Roggen-Vollkorn mit reinmische. Die dürfen jetzt abkühlen. Jetzt lassen wir das Ganze abkühlen und während das abkühlt, wird das dann nochmal richtig schön kross. Also nicht wundern, wenn ihr das so aus dem Ofen holt und es noch so sich noch weich anfühlt. Seht ihr, es hat ja alles schön Farbe bekommen. Aber jetzt während des Abkühlens wird es nochmal richtig schön knusprig und es duftet so lecker. Aus unseren Auberginen mache ich jetzt eine Auberginenpaste. Ich mache das jetzt im Thermomix, ist halt auch ein Thermomix-Rezept. Ich habe das so noch nicht gemacht, aber das kennt man eigentlich so aus dem Türkischen. Also ich nehme jetzt hier unsere Auberginen, da kommen eigentlich nur Zwiebeln, Knoblauch rein. Wenn ihr das ohne Thermomix macht, einfach alles ganz klein schneiden und dann schön scharf anbraten. Dann kommt da eigentlich nur noch Tomatenmark dazu.
Olivenöl sowieso, ja, ist klar, beim Anbraten und dann Salz, Oregano und Basilikum und das war's. Aber ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Könnt ihr dann warm essen oder eben kalt. So, fertig ist die Auberginencreme oder Pasta oder wie man das nennen mag. Oh, schmeckt lecker. Schneiden wir uns gleich eine schöne Scheibe Brot und machen das mal rauf. Ich lasse es jetzt so ein bisschen abkühlen und dann kommen die Plastikdeckel rauf und dann kann es in den Kühlschrank. Wenn ihr es jetzt so heiß abfüllt, ne, dann würde ich jetzt einen Glasdeckel machen, dann wäre das jetzt länger haltbar. Aber da wir das sowieso super schnell aufessen werden, brauche ich es nicht. Oder ich überlege mal, ob ich eins noch mit dem Glasdeckel vielleicht zumache. So, dann machen wir mal das so zu. So. Und dann in den Kühlschrank und dann ist es auf jeden Fall auch länger haltbar. Der Hikmet hat soeben nochmal eine Ladung Tomaten reingebracht aus dem Garten. Hat er nochmal geerntet. Also noch mehr Tomaten. Hier eine Runde grüne Tomaten ist sehr, sehr gut, weil ich habe schon ihn gefragt ein paar Mal, wann kriege ich denn grüne Tomaten, weil, falls ihr euch erinnern könnt, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr oder vorletztes Jahr war, da hatte ich ja mit meiner Schwiegermutter diese eingelegten grünen Tomaten gemacht. Die sind so, so lecker, schmecken so gut und ich habe da richtig Appetit drauf. Deswegen werde ich die aus dieser Portion machen. Die Tomaten werden wir so essen, verarbeiten, geht ja mal super schnell. Ansonsten hat Hikmet mir auch wieder das Basilikum abgezupft. Der hatte noch nämlich eine Runde getrocknet gehabt. Das war ja auch unser Basilikum aus dem Garten. Habe ich auch eine schöne große Menge an getrockneten Basilikum. Dann hat Hikmet hier, schaut mal, der Hikmet ist ja wirklich so gründlich mit seinen Samen. Das hatte nämlich jetzt die ganzen Tomatenkerne von den Tomaten, die uns auch geschmeckt haben und so weiter, jetzt auch wieder getrocknet. Hat die hier auch einmal beschriftet. Die haben jeder einen Namen bekommen. Strauchtomate Zeynep. Was haben wir hier noch? Strauchtomate, Mini-Strauchtomate Zelda, XXL Knoblauchtomate Esma. Ich weiß gar nicht, warum er da immer Bio noch dazu geschrieben hat. Na klar, dass das Bio ist. Ja, dann die hier von den Böhnchen, die ganzen Stangenbohnen. Hier, das ist ein türkischer, hat er dazu geschrieben. Hier ist auch noch, hier war auch noch, glaube ich, ne? Es gab noch eine XXL Fleischtomate Roxana, ja, und eine XXL Fleischtomate Rana. Das waren unterschiedliche Sorten. Ist ja wieder vorbereitet für das nächste Jahr. Ach, ist noch drin warm, das Brot. Katzen sind so witzig. Die sind hier gerade mit ihrem Vater sind so ein bisschen an Klamotten aussortieren und die Kartons und so weiter wegschaffen, weil landet alles im Keller und der Keller ist voll, alles voll auf jeden Fall. Ja, wie die Katzen sich da gleich reinlegen. Gleich für sich beanspruchen. Hier kuschelige Klamottenhaufen. Hä? Das sieht man gar nicht, Blackie. Du bist so schwarz. Schwarzer Kater. Und dann hat Hikmet mir gerade hier gezeigt, seine... Hier deine Frühstücksgurken. Frühstücksgurken. Hier, das sind die man, wie lässt man das? Man lässt die überreifen. Ja, die lässt man einfach bis zum Schluss dran. Genau, die lässt man bis zum Schluss, kurz bevor die anfangen zu gammeln. Ja. Damit man dann die Kerne entnimmt. Die erste immer, wenn die wachsen, die erste am besten nehmen. Das ist die beste ja, ein Samenspender. Ja. Ah, okay. Und dann werden auch hier die Kerne getrocknet. Und dann für nächstes Jahr eben dann wieder die Gurken. Oh, die sind ja süß. Das Granola ist jetzt auch abgekühlt. Jetzt mache ich das so ein bisschen klein. Ich habe so eine große Stückchen. Und dann könnt ihr das umfüllen in einen Behälter. Ich probiere mal. Hört ihr den Crunch? Sehr lecker. Ja, was hast du denn hier angestellt? Hier sieht ja alles schon nach Wintermodus aus. Herbst.
Die letzte Dosis an Kraft geben wir, indem wir die ganzen Blätter runtergeschnitten haben. Ah. Jetzt sind hier noch. Das sieht ja witzig aus, so Karl. Ja. Das sind also die letzten Tomaten. Da kommen aber 3 oder 4 so eine Körbe raus, was eben gerade was ja, da drin ja. hattest. Guck mal ja. an, du, was zu haben. Man sieht jetzt gerade nur nicht, weil es grün auf grün ist, aber da sind noch richtig viele Tomaten. Ja. Und dann hier drüben. Also du machst extra die Blätter ab, ja, so für diejenigen, dass dann nochmal die ganze Kraft noch, ja. Aha, okay. Also mit der Krankheit sind wir sehr gut hingekommen dieses Jahr. Ja, was für eine Krankheit? Ja, dieses Mehltau und so alles. Ja. Haben wir mit Milch und so bearbeitet. Also die Tomaten waren alle gesund. Sehr schön. Haben wir nichts verloren. Ja, also was haben wir jetzt noch an Gemüse? Wir haben noch ein paar Auberginen, Gurken, Tomaten. Wir haben noch von den Rüben, ne? Weißkohl noch ein paar. Rote Rüben haben wir noch da. Ja. Du meinst rote Beete? Rote Beete? Ja. Oder rote Rübe? Oh ja, jetzt in den kalten Tagen wieder rote Beete-Suppe oder rote Beete-Salat. Jetzt kommen bald Mohrrüben. Hast du eingepflanzt, Möhr? Ja, drüben aber weiter links. Ah. Strebergarten. Und dann Spinat, Porree und Wintersalat. Ah. Ja, die drei Sachen. Mohrrübe 4 und Kohlarten, so verschiedene. Super. Guten Morgen, ich flitze zum Sport, deswegen dieses Outfit. Aber vorher mache ich noch meinen Teig dehnen und falten. Ich wollte euch nur einmal sagen, ich habe jetzt hier einen neuen Tag. Ich bin noch nichts, bin gerade so aus dem Bett gehüpft. Schnell Gesicht gewaschen, Zähne geputzt, fertig gemacht. Hier ist noch mein lauwarmes Zitronenwasser. Ja, deswegen bin ich noch voll verpennt. Ich bin auch noch gestern so spät schlafen gegangen. Auf jeden Fall, ja, habe ich einen neuen Teig ausprobiert. Und zwar ist der gemischt mit Korusanweizen, auch unter Kamut bekannt, Dinkel und Goldleinsaat ist mit dabei. Das habe ich nämlich alles frisch gemahlen. Ist halt ein Vollkornteig, der sieht aber sehr schön hell aus. Bin ich mal sehr gespannt. Bis jetzt gefällt mir die Konsistenz vom Teig sehr, sehr gut. Das backen wir dann später nochmal zusammen. Also ja, wurde auch mal Zeit, dass ich mal wieder ein bisschen andere Teige ausprobiere. Und ich lasse ja meine Teige so bis zu 24 Stunden ruhen bei Raumtemperatur. Und ich mache halt so zwischendurch. Ich habe zum Beispiel gestern nachmittags die Teige angesetzt. Und ich habe den sehr lange kneten lassen in der KitchenAid. Also die habe ich wirklich so 12 bis 15 Minuten durchgeknetet. Deswegen habe ich abends nicht mehr dieses Dehnen und Falten gemacht, sondern mache es jetzt halt nur morgens einmal. Und dann backe ich den halt auch wieder mittags oder nachmittags, wenn ich wieder da bin. Aber genau wie ich mit den Teigen umgehe und wie ich das mache mit diesen 24 Stunden und so weiter, da findet ihr auf jeden Fall unter den... Achso, da habe ich eine eigene Playlist unter Brotrezepte. Da sind 2 Rezepte. Einmal das Emma-Vollkorn und einmal dieses Mischbrot, was ich immer mache. Das ist halt nämlich so das Einfachste. Das ist mit Weizenmehl und dann ein Teil mit Vollkorn. Da könnt ihr entweder Roggen nehmen oder Dinkel. Ich habe ja gestern das mit Dinkel gebacken und habe dann jetzt hier einen wieder mit Roggen gemischt. Also die sind so am simpelsten. Ne? Bei Vollkornteigen ist es ja so ein bisschen anders. Da muss man immer schauen. Aber ja, der ist halt schon ein sehr kompakter Teig. Also hier sind schon andere Zutaten. Bei mir ist ja immer so Mehl, eigentlich Salz, Wasser und eben ganz, ganz wenig Hefe drin. Und das war's. Hier ist schon mehr Zutaten drin gewesen. Deswegen bin ich mal gespannt. Der ist schon auch ganz schön fest. Mal gucken. Bin ich echt gespannt, wie das Brot wird. Das soll halt so ein Allrounder-Teig auch sein. Also da könnte man auch draus Brötchen. Das kannst du eigentlich aus jedem Teig auch Brötchen formen, ne? Ich finde das dann immer so witzig, warum das dann extra anders heißt. Wieder abdecken.
Ich flitze jetzt zum Sport. Habe hier mein Käffchen gemacht, meine Banane. Käffchen trinke ich übrigens nur, wenn ich morgens zum Sport gehe. Sonst trinke ich Kaffee nur nachmittags und morgens eigentlich meinen Matcha. Aber wenn ich zum Sport gehe, ist es in Ordnung. Ich glaube, ich hatte euch mal erzählt, warum ich morgens keinen Kaffee mehr trinke. Ist auf jeden Fall super gut. Man sollte wirklich mindestens eine Stunde warten, bevor man Kaffee trinkt. Und am besten auch nicht auf einen leeren Magen. Das ist so mein Tipp und seitdem habe ich auch nicht mehr so morgens direkt so eine Nervosität und bin so total gestresst. Aber wenn ich zum Sport gehe, stört das nicht, weil da bin ich eher am Ackern. Da brauche ich diesen schnellen Schub an Koffein. Auf jeden Fall, ja, Banane esse ich dann immer, weil ich morgens früh direkt nicht so essen kann. Und Banane ist das Beste vor dem Sport. Also das gibt richtig gut Energie. Also wenn ihr da nicht essen könnt, man sollte auf jeden Fall nicht ohne Essen gehen. Ich weiß, da spalten sich so die Themen, ob man vom Sport essen soll oder nicht. Ich bin der Meinung, auf jeden Fall braucht man was. Vor allem, ich ziehe immer ein 2-Stunden-Training durch und da schaffe ich das einfach nicht, wenn ich nicht wenigstens eine Banane gegessen habe. Deswegen, das gönne ich mir im Auto auf dem Weg und wir sehen uns dann später. Wow, also das ist mal wieder ein anderes Rezept. Hatte ich euch gesagt, da habe ich jetzt mich ausgetestet mal mit was Neuem. Und zwar mit Kamut, also Khorasan-Weizen. Bin ich mal gespannt. Sieht auf jeden Fall schön aus. Und dafür, dass das jetzt 100% Vollkorn ist, ist es aber schön hell. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Das werden wir dann morgen anschneiden und probieren. Aber es sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ich lege jetzt die grünen Tomaten ein. Das habe ich ja letztes Jahr mit meiner Schwiegermama gemacht. Ich habe schnell noch mal ins Video reingeschaut, was noch mal da reinkam. Ja, die sind nämlich so lecker. Wir haben die alle so schnell aufgegessen. Also ich werde auf jeden Fall noch mal eine Ladung grüne Tomaten pflücken, weil ich will davon auf jeden Fall mehr machen. Oh, weil die sind einfach zu köstlich. Also, Spülmaschine läuft im Hintergrund, sorry. Ich habe jetzt hier mein Einmachglas und mache jetzt da die Tomatchen rein. Vorher war ja Kichererbsen, ne? Das ist ja einmal, hilft so ein bisschen, dass das ja besser fermentiert und schützt, glaube ich, auch so ein bisschen, dass es nicht schlecht wird. Irgendwas war die Kichererbsen gut auf jeden Fall, also getrocknete Kichererbsen. Ja, so ein bisschen unten halt auf dem Boden. So, dann legen wir los mit den Tomätchen. Warte, soll ich die großen oder die kleinen? Ich mache mal erstmal die mittleren. So, ich mache da mal so ein bisschen Schlitze rein. So, die großen schneide ich nämlich durch, aber die lasse ich so. Die werde ich schon eher durchschneiden. Die erste Schicht kann ich jetzt schon mal auch ein paar Chilis reinmachen. Hier zwischen. Und ein bisschen Knoblauch. Den habe ich auch so ein bisschen klein gemacht. Und dann schon mal einen guten Löffel Zucker, wollte ich sagen, Salz. Weil wir lassen das Ganze noch mal ein paar Stunden stehen, weil die Tomaten dann Wasser lassen werden und dann erst füllen wir das mit Wasser auf, sonst wird es halt zu viel. Okay, das reicht jetzt erstmal, weil das wird alles nochmal nach ein paar Stunden runtersacken und dann kann ich nochmal ein paar Tomaten hinzufügen. So, Chilis. Und einen kleinen Schuss Essig, also so einen Esslöffel. So. So, das lasse ich jetzt erstmal ein paar Stunden stehen. Dann sackt das runter, die Tomaten lassen so ein bisschen Wasser ab und dann fülle ich das erst mit Wasser auf. Hier habt ihr ja gesehen, da hat Hikmet die überreifen Gurken. Die sehen voll witzig aus. Als Samenspender.
Ja, Samenspender hört sich auch komisch an. Ist das das korrekte Wort im Gärtnerbereich? Ist das das korrekte Wort? Nein, aber das ist dein Wort. Damit man versteht. Damit du nächstes Jahr die Erde wieder befruchten kannst. Ja. Was machst du denn jetzt? Lässt du das auch so im Wasser liegen oder nimmst du die direkt zum Trocknen? Ich lasse sie ein bisschen liegen. Ja. Im eigenen Saft. Ja. Und dann spüle ich sie aus nach 2, 3 Tagen. Ja, so aber warum macht man das? Das hat er nämlich auch mit den Tomatenkernen gemacht. Er hat die Tomatenkerne in dem eigenen Tomatensud, also so der Flüssigkeit, ein paar Tage stehen gelassen. Das ist ja, da entsteht ja dann auch irgendeine Art Fermentation, oder wie? Nein, die reifen nochmal nach. Ach so. Also mit der Luft zusammen und so alles, mit dem eigenen Saft, kriegen sie nochmal eine Stärke. Okay. Zusammen. Und dann trocknet er die Kerne und dann haben wir die für nächstes Jahr. Das ist ja richtig viel, was du dann hast. Ich meine, normalerweise eine Gurke reicht ja. Guck mal, wie viele Kerne in einer Gurke sind. Wir haben ja Nachbarschaft und... Ja, Hikmet verteilt ja gerne. Kannst ja dann mehr machen und dann machst du einen Online-Shop auf mit deinen Samen. Ich gieße jetzt meinen Kefir ab. Und ich dachte, ich zeige es euch mal wieder, wie ich das mache. Das ist ja super easy, aber es wird so oft nachgefragt von euch. Deswegen dachte ich, ich zeige es euch mal wieder. Kefirknöllchen müsst ihr halt einfach nur schauen, wo ihr die herbekommt. Am besten von jemandem, der zu Hause Kefir macht, weil der vermehrt sich. Also ich habe regelmäßig auch zu viel, weil der, wie gesagt, die Kultur vermehrt sich und dann hat man immer mehr und dann tue ich das zum Beispiel einfrieren. Ich hatte meinen Kefir von meiner alten Nachbarin bekommen, ihre Kultur. Ich weiß, die kann man auch online kaufen, aber ich kann euch nicht sagen, ob die gut ist. Mir haben ein paar geschrieben, dass es bei denen halt nicht geklappt hat. Also ihr müsst schauen, wo ihr eure Kefirkultur herbekommen könnt. Jetzt ist es wieder ein bisschen kühler. Meine stand jetzt 2 Tage. Ich gucke dann immer, wenn ich so wackle mit dem Glas, dann sehe ich, dass es so wie so ein Joghurt ist und nicht mehr wie eine Milch flüssig. Oder ich rieche auch mal dran. Dann sehe ich, dass er fertig ist, aber eigentlich immer so dieser Wackeltest reicht mir schon. Und dann weiß ich, dass der fertig ist, weil manchmal ist er auch nach 1 Tag fertig, manchmal braucht er 2 Tage, ist immer unterschiedlich, aber eher Sommer- und Winterabhängig. Jetzt gieße ich das Ganze durch ein Sieb. Das Glas wasche ich jetzt einmal aus. So, hier habt ihr die Kefirkultur. Die spüle ich jetzt auch einmal mit kaltem Wasser einmal aus. Und so sehen die Kefirknöllchen aus. Den fertigen Kefir gieße ich dann immer in Gläser um und dann kommt das Ganze in den Kühlschrank. Und wie ihr seht, das ist super schön dick. Wenn ihr nicht wisst, wie Kefir schmeckt so ein bisschen wie Eidern. Wenn ihr Eidern kennt, nur ist es halt noch ein bisschen säuerlicher. Ja, wie so ein Joghurtgetränk, nur halt ein bisschen säuerlicher. Ich liebe es einfach. Das ist immer das, was mein Magen als erstes bekommt. Also beziehungsweise als erstes trinke ich morgens nach dem Aufstehen immer ein lauwarmes Zitronenwasser mit ein bisschen Himalaya-Salz drin. Und dann mache ich mir immer als erstes einen Kefir und da mache ich auch immer Obst rein. So habe ich auch meine Tagesdosis an Obst gegessen. Also ich liebe es einfach, so Fruchtkefir und das trinken auch die Kinder so gern. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Also wie gesagt, direkt so morgens einfach Probiotika für euren Magen. Ich trinke es auch mittlerweile pur richtig gern. So am Anfang war das so, nee, da musste immer irgendwie süße Früchte mit rein. Also wenn ihr es wirklich süß mögt, dann auch ruhig Datteln mit rein pürieren. Aber es ist so... Oh, leckerste Smoothie überhaupt. Zumachen und in den Kühlschrank und da darf es dann stehen bleiben. Bei uns ist es sowieso, dass es eigentlich immer so eine Tagesportion, sage ich jetzt mal. Ihr könnt dementsprechend so viel machen, wie ihr dann immer trinken wollt. Wenn ihr nur einen halben Liter machen wollt, macht ihr nur einen halben Liter. Wenn ihr 1 Liter machen wollt, macht ihr 1 Liter. Wenn ihr 2, dann 2. So, ausgespültes Glas, ausgespülte Kefirknöllchen. Wie gesagt, die vermehren sich ja immer. Das heißt, nach einer Zeit nehme ich einfach ein bisschen was weg und friere das ein. Oder ich gebe das auch so, wer es gerade braucht in meinem Umfeld. Familienkreis, Bekannte und so weiter. Gebe ich auch gerne dann nochmal was ab.
Ich wünschte, ich hätte so viel, dass ich euch auch was abgeben könnte. Und dann gieße ich das jetzt einfach mit Milch. Ich nehme 3,8% Fett. Schmeckt einfach nochmal leckerer. Meine Mama macht den immer mit einer dünneren Milch. Also ich glaube, sie nimmt mal 1,5. Aber ich mache gerne 3,5. Ich nehme Haarmilch, Bio-Haarmilch. Ich will es auch mal versuchen, wie es ist mit Frischmilch. Aber ich habe es halt immer mit der Haarmilch gemacht. Ich weiß nicht, ich probiere mal demnächst mal mit einer Frischmilch, wie das dann ist, ob da jetzt ein Unterschied ist. Aber so hatte mir damals meine Nachbarin so empfohlen, das halt immer mit normaler Haarmilch zu machen. Also ihr könnt auch gerne mal googeln, für was Kefir gut ist. Aber wie gesagt, Probiotika brauchen wir für unseren Magen. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Also, ne, und das finde ich so, ne, das ist halt, das kann ich wirklich täglich trinken, anstatt jetzt so, ne, fermentiertes isst man ja nicht so täglich, wie jetzt Sauerkraut oder so eingelegte Sachen, ne, fermentierte, so wie da jetzt die Tomaten und so weiter, das isst man ja jetzt nicht wirklich täglich, aber so hat man wirklich jeden Tag eben das getrunken. Rühre ich nur einmal um. Und dann einfach abdecken, entweder einen Deckel einfach nur so rauflegen, also nicht zuschrauben, das soll nicht luftdicht sein. Deswegen nehme ich immer so eine Stoffhaube und mache die rauf, weil da soll schon eben Luft rein, aber es soll trotzdem abgedeckt sein. Und dann soll das im Dunkeln stehen. Deswegen könnt ihr es entweder in euren Vorratsraum tun oder so. Ich lasse es einfach immer in der Küche stehen, also bei Raumtemperatur. Decke es dann deswegen immer ab, damit es sozusagen dunkel hat und kuschelig und warm. Und dann lasse ich es einfach immer in der Küche einfach irgendwo stehen. Mir steht es jetzt da. Und das war's schon. Dann habt ihr euren leckeren Kefir und ich mache mir direkt wieder meinen leckeren Drink. Soll ich den euch zeigen? Aber ihr habt den oft gesehen, ne? Einfach Banane, Wild, Heidelbeeren mache ich da rein. Und ein bisschen Zimt. Ich mache auch mal mein Kollagenpulver direkt mit rein. Dann habe ich das auch immer getrunken. Und dann, ja, war's das. Ich teste jetzt den viralen Gurkensalat, weil wir haben ja so viele Gurken aus dem Garten. Deswegen dachte ich, ich mache den mal. Mariam hat den vor ein paar Wochen gemacht gehabt, aber ich bin nicht dazu gekommen, den zu probieren. Sie hat das Ganze aber mit Lachs gemacht. Also es gibt online, wenn man so guckt, diesen viralen Gurkensalat. Die machen das alle in so einem Becher und schütteln das dann. Ich mache das jetzt ganz normal in der Schüssel. Braucht man nicht schütteln. Schütteln, umrühren ist doch das Gleiche. Auf jeden Fall gibt es da ganz unterschiedliche Rezepte. Aber ich habe jetzt mir so das zusammengesucht, was ich denke, was so uns dann auf jeden Fall schmecken wird. Und zwar als erstes brauchen wir Gurke. Die machen wir jetzt in kleine Scheibchen, wie beim Gurkensalat. Mache ich jetzt mal, ich mache die mal nicht ganz so dünn, wie ich die in dem Gurkensalat mit Joghurt mache. Ein bisschen dicker. Ja. Machen wir die mal nochmal dicker. So ein bisschen. Ja, also eigentlich... Ich kann mir vorstellen, wie das schmecken wird, so mit den Zutaten, die da reinkommen. Ist es eigentlich so ein bisschen wie so die Füllung vom Sushi, ne? Kannst noch Reis dazu kochen und dann einfach so löffeln. Vielleicht den Reis noch dazu mischen und dann schmeckt es halt nach Sushi. Was ich noch machen will, weil ich habe die ganze Zeit auch Appetit auf Sushi. Aber Mariam macht das so schön. Ich habe es vielleicht nicht probiert, vielleicht kriege ich es auch hin, aber ich habe nicht so die Lust, die Rollen zu rollen. Deswegen wollte ich diese dicken Teigtaschen machen, also nicht diese dreieckigen, sondern wie so Sushi-Burger. Die will ich auch noch machen, aber ich glaube, das machen wir im nächsten Video. Da kommt nämlich auch Gurke rein. Also schön für alles werden die Gurken benutzt. Hier ist wie immer alles Augenmaß. Ich mache jetzt hier auf die Menge 2 Dosen Thunfisch. Rote Zwiebeln, weil ich finde Thunfisch, da muss Zwiebeln. Könnt ihr entweder Lauchzwiebeln nehmen oder rote Zwiebeln oder auch weglassen. Ihr könnt auch da einfach das machen, was euch dann so schmeckt, reintun. Sesamöl. Das gibt halt auch nochmal diesen typischen Geschmack mit so einem kleinen Schuss. Sriracha. Da aufpassen, dass es nicht zu scharf wird, aber es gibt dann halt auch nochmal pikante Soße. Gibt auch nochmal ein bisschen Soße auf. Ja, können wir danach nochmal abschmecken. Salz. Gucke ich mal.
So, erstmal Sesam. Mache ich auch erstmal so. Gucken wir mal. Und dann Mayonnaise. Ich mache so ein bisschen Mayo und Joghurt-Mix, damit das nicht ganz so fettig wird. Ich gucke mal, wie viel da reinkommt jetzt. Ich denke schon, dass das hier schon, alles nehme. So einen großen Löffel erstmal und dann gucken wir mal. Und jetzt einmal alles durchmischen. Ne? Oder ihr macht das in einem Behälter und schüttelt das. Ja, also alle im Internet schütteln das. Ich rühre es. Schon mal nicht schlecht aus. Ich schmecke mal gleich ab, ob ich da noch ein bisschen mehr Sriracha oder Salz noch brauche. Ich mache noch ein bisschen mehr Sesam. Malikusa, probierst du gleich den viralen Gurkensalat? Ja. Okay, ich habe ein gutes Augenmaß. Ich habe schon gut gewürzt alles, da muss nichts mehr rein. So. Ein Taste-Tester? Kommst du mal Taste testen? Malikusa? Mit Stäbchen oder Gabel? Gabel? Na komm, teste mal. Sag mal, wie findest du den viralen Gurkensalat? So. Ich muss auch noch probieren. Die essen alle aus einer Schüssel. Wir sind alle One Family. Wir ekeln uns nicht voneinander. Und? Schmeckt ein bisschen wie dein Thunfischsalat. Da ist halt Thunfisch drin, ne? Knusprig so. Ja. Schmeckt gut, ja. Ja, ich mache ja immer, ihr wisst ja immer, diese Thunfischpaste, was die Kinder gerne essen. Das ist ja auch ein Thunfisch, Mayo und Lauchzwiebeln und so. Hat halt diesen Geschmack, ne, weil halt Thunfisch und Mayo drin ist. Aber die Gurken geben halt nochmal diesen knackigen Effekt. Also ich finde, das ist ein leckerer Snack oder so als Beilage. Ne, also es ist eher so, ich würde es jetzt nicht als Salatbeilage zu einer Mahlzeit reichen, sondern das ist eher wirklich so ein Snack. Aber die machen das ja auch alle als Snack. Ah, guck mal, Malikusa nimmt sich gleich eine Portion. Mach ein bisschen mehr Sriracha rein. Nee, ein bisschen ist genug Schärfe, oder? Soll es schärfer sein? Das soll nicht scharf sein, das ist ein bisschen nur Sriracha als Geschmack. Guck, der junge Mann nimmt gleich große Portion. Reicht? Lass doch den anderen noch was übrig. Ja, ich hab Hunger. Ja, Brot essen noch dazu. So. Mal gleich, glaube ich, noch mal eine Portion. Seht ihr, kommt gut an. Familie Tevis approved, der Gurkensalat. Könnt ihr nachmachen. Schmeckt gut. So, hier, bitteschön. Das ist für euch. Ja. Wir schneiden jetzt mal das Brot, was ich gestern Abend gebacken habe. Das mit dem Korusanweizen und Dinkel. Ich bin nämlich gespannt, wie dieses Brot schmeckt. Wenn es gut ist und ich damit zufrieden bin, dann filme ich das separat nochmal für euch ab. Ich habe ja da eine Playlist mit Brotrezepte und da werde ich dann immer wieder mal ein neues Brotrezept filmen und hochladen. Ja, ist auf jeden Fall richtig schön saftig, wie das Emma-Vollkornbrot. Aber ihr seht, das ist sogar noch heller. Also der Kamut, der Korusanweizen und Dinkel ist ja heller. Ich probiere jetzt mal ein Stück. Riecht schon mal gut. Am besten mit Butter. Schön mild. Ja. Ich weiß nicht, ob es mein Emma-Vollkornbrot toppen kann. Aber ist auf jeden Fall schön lecker. Sehr schön milden Geschmack. Also für diejenigen, die so überhaupt keinen so Vollkornbrot-Geschmack mögen, da ist zum Beispiel ja auch das Emma-Korn sehr, sehr gut geeignet. Aber auch diese Kombination mit Dinkel und Korusanweizen. Haben wir probiert? Im Vergleich zum Emma-Vollkorn.
Gut. Ja. Also sagt mir gerne Bescheid, ob ich das nochmal extra für euch abfilmen soll. Dann würde ich nämlich zu den anderen Brotrezepten mit dazu packen. Also sagt mir da gerne Bescheid, ob ihr das möchtet. Die Tomaten haben jetzt hier ein paar Stunden gelegen. Und ich weiß nicht, ob ihr das seht. Seht ihr das da unten? Da hat sich ja Flüssigkeit abgesetzt, gebildet, wie auch immer. Die sind auch runtergesackt. Ich habe in der Zwischenzeit nochmal eine Tomate reingepackt. Und jetzt kommt das Wasser rauf und dann ab in den Keller und dann mindestens 4 Wochen fermentieren lassen, bevor man die essen kann. Ich habe noch 2 große, sind mir noch übrig geblieben, aber Hikmet meinte, im Garten sind noch viele grüne. Ich will auf jeden Fall noch ein zweites Glas machen, weil das ist zu wenig. Das ist sehr schnell aufgegessen bei uns. Deswegen mache ich wahrscheinlich morgen gleich nochmal eine Runde. Na, jetzt Wasser rauf. Also super easy. Super einfach und schnell gemacht, meine Lieben. So, ich guck mal. Genau, dann bleibt das nämlich hier unter Wasser alles. Fertig. Ich muss mal 4 Wochen warten. Ja, ich denke, das war's auch mit dem Video für diese Woche. Schaut auf jeden Fall in die Infobox vorbei. Da ist nochmal die Lernplattform Sofatutor verlinkt. Schaut da rein. 30 Tage kostenlos könnt ihr das Ganze testen. Und es gibt 80% Rabatt. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich verabschiede mich für diese Woche. Über einen Daumen nach oben freuen wir uns sehr. Der Kürbis wartet noch. Ah ja, den. Ich habe schon letzte Woche gesagt, wir machen den nächste Woche. Jetzt sage ich wieder, wir machen die nächste Woche. Machen wir nächste Woche. Der wird ja nicht schlecht. Der steht ja hier schön rum als Deko, aber den machen wir dann auch noch. Also, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann!